Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut Get down in the car, what can give it all? Bust it open hard, let me see you try. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Luxury Race Crew took home the third spot for state. We're 2 laps to deal down. with this baloney. Get up, get out. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Heute hier zur Sunday Grand Prix Series in Spa-Francorchamps in Belgien. Und heute ist nicht nur unser Tommy am Start. Wir haben heute wieder ein paar Freunde bei uns im Chat und da wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. So, da sind wir heute also mal wieder in Spa-Francorchamps zu Gast. Okay, click to race. Have fun, guys. Ja. Okay, ich hoffe, wir sind im selben. Und heute haben wir Wolfram Pfund und unseren Bayern mit im Chat. Also ich bin auf jeden Fall im zweiten und tue den mit aufnehmen. Let's take a look. Und alle Jungs im zweiten Split, das ist doch super. Oh, mein Wasser ist an. Nee, da. Wir haben heute das 9. von 12 Saisonrennen und Tommy ist auf Titelkurs. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Ja, ich nehme lieber einen Schluck Gerstenwasser. Ja. Oh. Don't drive without a drink. Ja. Tommy müsste ja eigentlich Wasser trinken, ja, aber... Oh, ich bin Ja, auf jeden Fall... Du bist doch angeschnallt, du dürftest ja trinken. Also ich sehe den Byron auf jeden Fall und ich sehe den Wolfram und ich bin der Zweite und der Timothy. Sehr cool. Timothy ist nicht da. Der muss im ersten Split mitfahren, der hat gerade eben zu viel kassiert. Ja. Oder der hat das verwechselt und hat gedacht, das Hauptrennen ist gerade schon gewesen. Results. Ja, ich Achter. Nee, der wird ja Jawohl, sonst ja. nicht fahren. Der wird ja sonst nicht fahren. Na gut, ich... Ja, du das Zweite, ich als Achter gewertet. Okay. So, bin kurz AFK. Ich muss mal hier noch was zu trinken besorgen. Ja. Horido. Ich schlag mich hier auch gerade ein. Ein, zwei neue Namen. Haben wir heute also ein schön volles Feld von 24 Fahrern. New Names und auch ein paar neue Namen heute mit dabei. Da bin ich mal gespannt. Leas Mikkelsen, das ist doch eigentlich ein Rallyefahrer, oder? Ja. Der Hyundai stimmt. fährt ja doch. Ja, eigentlich. Das Schlimme ist, Rallyefahrer sind sauschnell. Ja, 21 Runden stehen für die Jungs hier auf der Uhr. Und die Qualifikation müsste dann auch gleich jeden Augenblick losgehen. Das siehst du immer wieder, wenn du hier irgendwelche Finnen oder sowas auf der Rennstrecke siehst. Ja, die Finnen. Das wundert mich ganz ehrlich, dass da noch welche neben Hauptrennen mitfahren werden, die sich jede Woche immer von den Finnen verprügeln lässt. Ne? Ich komm ja da ab und zu mal rein. Ja, die sind schlimm, die Jungs. Ja. Die sammeln ja richtig viel Kohle für die Übertragung, ne? Und werden immer jede Woche verprügelt. Okay, Volles Setup ist drauf. ja dann, toi toi toi. Und da ist die Qualifikation auch schon in vollem Gange. Wie immer stehen 2 Runden auf der Uhr. Tommy geht hier gleich als einer der ersten raus. Als die Sunday Grand Prix Serie das letzte Mal hier in Spa zu Gast war, hat Tommy um den Sieg mitgekämpft. Und vielleicht wissen das die ein oder anderen Zuschauer noch. In der vorletzten Kurve ein paar Schalter und leider den Sieg verschenkt, hat aber immer noch zum Podium gereicht. War ein tolles Rennen. Und da ist jetzt auch Byron auf die Strecke gegangen. Ein gutes Qualifying ist wie immer die halbe Miete, vor allen Dingen wenn es dahinter am Start krachen sollte. I know who's going to qualify higher anyway, so. Anfahrt Busstopp und Byron testet hier schon mal die Auslaufzone. Byron I know. Full tires. Kalte Reifen, zum Glück Einführungsrunde. Good thing it was on the outlap. Struggled to get it slowed down there.
Und Tommy kommt jetzt hier das erste Mal über die Linie. Eine 2:06,771. Top. Das war doch schon mal eine super Runde und Tommy ist vorne im Spitzenfeld mit dabei. Jetzt müsste auch gleich Byron hier über die Ziellinie kommen und seine erste Runde geschafft haben. Eine 2:09,141. Ah, scheiße. Garrido. Emilio Garrido war schneller. Damit Ja. Tommy Startplatz 3 top und Byron Startplatz 9. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. And that's all she had in her. Byron auf dem 9. aktuell. Wolfram hat die erste Runde, glaube ich, verhauen. Okay. So, Jungs, seid mir nicht böse. Don't mess it up. Und ja, Wir hören uns dann. Oh no, I'm right in front of him. Not Wolfram. Oh no. Oh wait, hang on. Kurt qualified? Yeah, definitely. It's hard. okay, I'm out of this channel. Patrick, weiß nicht, wo bleibst du? Bleibst du hier? Kommst du mit? Ich komme mit zu dir. Okay. Natürlich. Okay. Dann, see you after the Ja, race. das Good luck, wird guys. ja. Viel Glück. I'll pop back after the race as well. I'll stay in chat, I'll just mute myself. Okay, perfect. Hey. Okay. Auf jeden Fall. Thank you. Yeah. Good luck, Tommy. Good luck. Yeah. Good luck, Wolfram. Yeah, you too. So, Right. so. Am I still coming through? Ich jetzt sagen. Setup. Ja. Totti ist auch mit uns. Okay. Ja, das ist glaube ich, sehr leise. Ich habe den eben kaum gehört. Ja, ich Right. verstehe nie So, irgendwann. Tommy qualified third. JDS Race. I qualified ninth, and Bin mal Wolfram's right gespannt, behind me wer on the auch grid. hoffentlich- So, Maximale Erfolge. Auf jeden. Let's have a good one. 3. Platz. Good luck, everybody. Let's have fun. Results. Emilio Fernandez Garrido, Andy Hugil. Eigentlich hat Kies Hörner, ne? Der ist, das ist so ein... Ja. Noch ein... Auf P3 ist er, glaube ich, ne? There's Wolfram in my mirror, So, off to the side, behind Robert. so der Garrido. Und das ganze ist gar Feld nicht hat hier. sich jetzt so langsam Ist hier gar nicht- aufgestellt. Wolfram direkt hinter Byron qualifiziert auf P10. Das wird interessant. Nein. Die Macht gibt es ein. Tommy auf P3 qualifiziert. Vorne Emilio Garrido vor Andy Ucel. This is always the worst part. Und auf 4 Kurt Klapper heute mit Quali. Wolfram auf 10. Byron auf 9. Robert Simpkins 8. George Batev 7. Josu Solaguren auf 6 und Keith Hörner auf 5. Und jeden Augenblick müsste jetzt hier die Ampel erscheinen und es geht gleich los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green Flag, das Feld macht sich auf die Reise und da hinten ist schon der erste an die Seite gefahren. Da hat es schon ein paar Probleme am Start gegeben, aber erstmal hier vorne Emilio, top vom Start weggekommen, dahinter Andy und Thomas. Keith Hörner hat sich an Kurt Klapper vorbeigeschoben auf P4, Kurt dahinter auf 5, George Batev auf 6, Joshua Sulaguren auf 7 und Robert konnte seinen 8. Platz halten. Dahinter hier schon schöne Kämpfe, jetzt ist Robert schon hier an George Batev vorbeigegangen. Auch Wolfram und Byron sind top aus den Startlöchern gekommen und konnten ihren Top-10-Platz halten. Super. Und Wolfram ist jetzt an Byron vorbeigegangen. Yeah, okay, we lost a couple spots, but I'd rather lose them than crash. Oh, und da Rauchwolken, George Batev. Oh, I'm really sorry, Robert. I lost that. I couldn't do anything, man. Sorry. Oh nein, unser Robert, aber wir schauen uns erstmal den Unfall vom Start an. Auf Ja, immer Thomas. am Start da hinten, der Grüne, der ist direkt an die Seite gefahren. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob das Auto verloren hat. Hier der, ne? Mark Lukas. Nee, warte mal, was macht er denn? Wahrscheinlich ein Frühstart, schätze ich mal. Warte mal, was passiert denn da vorne? Und direkt der nächste hier hat sich wahrscheinlich erschrocken, wird hier auch fliegen. Wen haben wir denn hier? Jerome Haution. Und Kyle McBride kracht da auch noch rein. Für 3 Autos schon hier gleich Schluss. Oh, und wir sehen es da gerade, der Leader ist abgeflogen, Emilio Fernandez Garrido ist hier in die Mauer eingeschlagen und weg. Hier überschlagen sich gerade die Ereignisse und damit jetzt Andy Ucel in Front. Weißt du, ob das Auto ist kaputt gegangen da gerade bei mir?
That scared the crap out of me. Guido ist weg. Auto ist Schrott. Robert Simpkins, oh nein, ihr ahnt. George Batev, oh nein, kommen die zusammen? Ja, man sieht vorne blockiert, ne? Die vorderen Räder, die stehen und da ist kalte Reifen zu nah dran. Damit muss man einfach rechnen. Das gibt's doch gar nicht. Wegen so einem blöden Fehler hier. Und kaum haben wir einen Unfall abgearbeitet, kommen hier die nächsten. Da lag einer mitten in der Busstop und auch Nicolas Acosta bleibt jetzt hier da an der Mauer hängen. Hier geht's aber richtig rund. Irre, schauen wir gleich nochmal, was da los war. Hier geht's aber so richtig rund in der Anfangsphase. Robert Simpkins auf P13 zurückgefallen und hier gibt's auch wilde Kämpfe. Don't try and follow me through. Wolfram, Byron und Seth Braun kämpfen hier. Wolfram might have saw me coming, but he wouldn't have seen you coming. Hier haben wir den Erstplatzierten. Ja. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Und dann hier auf dem Curb geht's nur noch links in die Barrikaden. Oh shit. Oh shit. Alter, da kannst du nicht so reinziehen. How you doing, hon? So, wen haben wir hier? Den Josu Solaguren. Oh, das sieht aber nach einer schönen Divebomb aus. Der verliert das Auto. Ah, nein. Ja, Kurt, so lucky, ne? Ja. Kurt Klapper hier, der hat Glück gehabt, dass er den nicht erwischt. Aber dahinter ist der David Verdu. Der hat keine Chance, da auszuweichen. Und, ja, oh dear. Nice move, Wolfram. Well held, buddy. Wolfram und Byron haben hier einen tollen Fight, allerdings kann vorn George Batev immer mehr abhauen. Hier die Spitzengruppe, Andy, Thomas und Pete. Kurt ist da schon ein Stück weiter weg. Not gonna lie, it was bloody scary, but well held. Mega Start für die Jungs da vorne und toll, dass Tommy wieder um den Sieg mitkämpfen kann. Alright, get your foot down, man. Let's go. Und Wolfram inzwischen P7, Byron P8, dahinter Seth Braun 9 und Matthew Nelson 10. I know you can't hear me because I definitely muted myself in the chat. Und wir schauen uns nochmal einen Unfall aus der Startrunde an, den wir vorhin nicht im Bild hatten. Juan Penas. Immer noch hier erste Runde. Steckt ein bisschen an der Leitplanke ein, kann aber weiterfahren. Tja, was macht der denn? Der sieht aber schon, dass da noch ein Auto kommt, ne? Mark Ruigchenk auf P11, dahinter Nicolas Acosta kämpft mit Simon Raynor um die Position. Robert Simpkins auf P14. Hinterm Robert auf 15 Christian Arribas und auf P16 Tim Wilkinson, der heute auch nach längerer Pause mal wieder am Start ist. Hier vorne die Position klar bezogen. Andy Ucil vor Thomas Silvernagel und Keith Hörner, Kurt Klapper auf 4, David Verdu auf 5, der hier mit George Batev kämpft. George Batev auf P6, dahinter eine Lücke von über 4 Sekunden. Und da hinten sehen wir das nächste Abflug. Lasurs und ausgerechnet Wolfram schmeißt die Kiste weg. Ah, schade. Unlucky. Good thing he's not hit. At least I hope nobody hit him. Wolfram reiht sich ja auf P15 wieder ein. Das schauen wir uns gleich mal an. Nächster Incident hier. Wen haben wir denn hier? Oh, Wolfram. Was ist hier passiert? Bisschen beherzt, würde ich sagen, ne? Genau, ein bisschen zu heftig noch auf der Bremse gewesen, deswegen kam's weg. Und weiter geht's. Tim Wilkinson hier inzwischen hinter Andreas Mikkelsen auf P17 zurückgefallen. Andreas Mikkelsen habe ich bisher auch noch nicht hier gehört in der Meisterschaft. Ist ein Name, der den ein oder anderen See, I can go side by side on the other side of the track as well. Rallye-Fan bekannt sein dürfte. Die Top 3 hier vorne konnten sich schon ein Stück vom Rest des Feldes absetzen. Zu Kurt Klapper schon eine Lücke von 4 Sekunden. Aber auch Pete hat da jetzt Mühe mitzuhalten und fällt jetzt hier ein bisschen ab. Die 2 Jungs vorne machen sich so langsam aus dem Staub. Eine ganze Menge Action hier in den ersten paar Runden des Rennens. Heavy Metal in Spa, würde ich mal sagen. Kurt Klapper auf P4 dreht jetzt auf und versucht den Rückstand zum Pete wieder zuzufahren. Direkt dahinter David Verdu und George Batev. David fehlt da auch schon ein Stück vom Frontflügel. Dahinter haben wir dann hier Byron Long auf P7, Mark Ruigchenk auf 8, auf 9 Seth Braun und Nicolas Acosta rundet die Top 10 ab. Allerdings fehlen den Jungs nach vorne schon fast 5 Sekunden. Hinter Nicolas Acosta, Matthew Nelson, den Namen habe ich auch noch nicht gehört. Der letzte, der hält die Gruppe abrundet, dann eine kleine Lücke nach hinten zu Simon Raynor. Hier haben wir Matthew Nelson mal im Bild. Und hier hinten Simon Raynor kämpft hier mit Christian Arribas um die Position. Die Plätze 12 und 13. Da ist Christian auch an Matthew Nelson vorbeigegangen. Direkt dahinter Wolfram Fund und Robert Simpkins. Ein starkes Überholmanöver an der Bassstopp-Schikane. Allerdings geht die Lücke nach vorne immer mehr auf.
Die Jungs gehen jetzt in die 4. von 21 Runden. Hinterm Robert zu Andreas Mikkelsen auch schon eine größere Lücke von ungefähr 3,5 Sekunden. Mark Cruikshank und Nicolas Acosta jagen hier Byron Long um den Kurs, haben auch nach hinten schon eine Lücke aufgerissen zu Seth Brown, der ist über 3 Sekunden weg von den Jungs. Oh, und da qualmen die Reifen, dicker Verbremser hier, Mark Cruikshank, Anfahrt, Bassstopp, nichts passiert, nur einen Platz verloren, weiter geht's. Vorsicht mit den Reifen, von hinten kommt Seth Brown und Matthew Nelson. Kurt Klopper hier auf P4. Nach vorne und hinten reichlich Luft. Nach hinten zu P5 hier zu David Verdu. Schon über 4 Sekunden. David schlägt sich hier die ganze Zeit wacker mit seinem beschädigten Fahrzeug. Fällt hier vorne ein Stück vom Frontflügel. Dann haben wir hier auf P7 Byron Long ein Top-Rennen bis hierher. Super. Byron ist letzte Runde auch eine satte Sekunde schneller gefahren als George Bartev vor ihm. Und kann sich immer noch Nicolas Acosta erwehren, der hinter ihm fährt. Oh, und hier der nächste Ausfall. Seth Brown fährt hier an die Seite und ploppt weg. Wer weiß, was da passiert ist. Seth lag in den Top 10 und ist hier ohne ersichtlichen Grund an die Seite gefahren. Wir haben hier keine Nachricht bekommen, dass bei ihm die Internet-Connection oder sonst was abgerissen ist. Wer weiß, vielleicht hat er zu Hause einen Hardware-Defekt oder sonst was gehabt. Schade. Damit jetzt Matthew Nelson, der letzte in den Top 10, und Wolfram ist inzwischen wieder auf den 11. Platz nach vorgefahren. Immer Mark Cruikshank verfolgt die Jungs und hier der nächste, der hier in der Botanik liegt. Simon Raynor, der 4. Da schauen wir auch gleich nochmal, was da passiert ist. Ist da von ein paar Jungs überholt worden. Simon Raynor, der 4. Das ist irgendwie beim Runterschalten, ne? Beim Runterschalten schätze ich mal nicht die Drehzahl angepasst, ne? Mal schön Zwischengas, ne? Und Simon reiht sich wieder auf P16 ein, direkt vor Kenan Blades und Tim Wilkinson. Tim heute ein schwieriges Rennen, fährt hier am Ende des Feldes, während die beiden Jungs hier vorne, Andy Ucil und Thomas Silbernagel, sich auf und davon gemacht haben. 3 Sekunden Vorsprung vor dem drittplatzierten Keith Hörner. Den haben wir hier im Bild. Der hat auch inzwischen nach hinten und vorne reichlich Luft. Ein super Rennen von Keith heute. Aber auch für Kurt Klapper, da sieht man mal, wie sehr sich das lohnt, eine Qualifikation zu fahren. Vorne Andy und Thomas sind die einzigen, die 2 As soon as you say it. 7er Zeiten fahren. Hier haben wir auf P5 mal David Verdu, P6 George Bartev und dann hier auf P7 Byron Long, der jetzt sich Nicolas Acosta geschlagen geben muss. Nicolas vorbeigegangen. Sauberes Überholmanöver hat er stark gemacht. Byron hat er aber auch fair mitgespielt. Dahinter kommt Mark Cruikshank an auf P9. Ich denke mal jetzt Rouge raus, Camel Straight, wird Byron im Windschatten wieder einen Angriff fahren, denke ich mal. Da kann sich Nicolas seinem 7. Platz hier absolut nicht sicher sein. Wir sehen Sie, er setzt jetzt auch schon an zum Überholen und hat hier mächtig Schwung von hinten. Nicolas geht nach innen. Seite an Seite geht es hier die lange Gerade entlang. Das ist ja auch eine Setup-Frage. Und da hat sich Byron auch den 7. Platz wieder zurückgeholt. Tolles Überholmanöver. Ich denke mal, das hier ist noch lange nicht ausdiskutiert. Auch hier gibt es ein paar tolle Kämpfe. Simon Raynor kämpft hier mit Kenan Blades, Tim Wilkinson und Andreas Mikkelsen um die Position. Kenan ist da auch vorbeigegangen. Die Plätze 15, 16, 17 und 18. Die letzten, die hier noch auf der Strecke unterwegs sind. 6 Fahrer mussten ihr Fahrzeug schon beschädigt abstellen und konnten das Rennen nicht mehr aufnehmen. I haven't really been able to settle into a rhythm. Runde 7 und Byron kann sich immer noch vor Nicolas halten. So I've constantly got people chasing us down. Und so wie es aussieht, hat hier Nicolas auch nicht das richtige Setup, um hier auf der Geraden angreifen zu können. Ein ganz starkes Rennen von Byron heute hier auf P7 mit Anschluss nach vorne bis zu P5. Da haben wir auch gerade wieder qualmende Reifen gesehen. Ich glaube, das war George Bartev, kurzer Verbremser, aber nichts passiert. David Verdu kann sich die ganze Zeit vor den Jungs hier mit beschädigtem Auto auf P5 halten, was ja auch eine tolle Leistung ist. Wow. George hatte ja hier in der ersten Runde einen Zwischenfall mit unserem Robert Simpkins. Zum Glück scheint aber bei beiden das Auto nicht stark beschädigt zu sein. Allerdings ist Robert weit zurückgefallen. George hatte da keine größeren Probleme. Ganz stark, dass unser Byron da mitmischen kann. Hier vorne alles beim Alten. Andy Ucil wird gejagt von Thomas Silbernagel. Die beiden haben ungefähr 3,5 Sekunden Vorsprung auf Keith Hörner, der den Jungs hier unauffällig auf P3 folgt. Und der wiederum hat auch ungefähr 3,5 Sekunden Vorsprung auf Kurt Klapper auf P4.
Während hier der Kampf weitergeht, George Batev, Byron Long und Nicolas Acosta balgen sich hier um P6. David kann sich leicht von dem Trio hier absetzen. Mark Cruikshank, der hinter den Jungs hier fährt, hat den Anschluss allerdings schon verloren und ist jetzt fast 3 Sekunden weg. Hier vorne gibt es wahrscheinlich den nächsten Angriff. Byron setzt da im Windschatten an, um an George Batev vorbeizugehen, und Nicolas Acosta guckt sich das hier aus der Logenposition an. Oh, das war aber ganz schön eng. George macht da dicht. Byron lässt er aber nicht locker, hat hier eine ziemlich hohe Pace und eine tolle Geschwindigkeit. Geht er auch nach innen, Nicolas außen. Jetzt ist Byron auch vorbeigegangen. Ein starkes Überholmanöver, ganz toll gemacht. Da ist George ziemlich schlecht in die Passstopp reingekommen und auch hier der Ausgang. Es gab einen Wackler. Da gibt es jetzt den nächsten Angriff und Nicolas Acosta geht jetzt hier an George Batev vorbei. Damit hat George jetzt hier innerhalb von 2 Kurven gleich 2 Positionen verloren. Vielleicht hat er auch zwischenzeitlich die Reifen überbeansprucht und muss jetzt erst mal ein Stückchen langsamer machen. Von hinten kommt da auch Mark Cruikshank wieder näher. Wolfram inzwischen hier auf P10 wieder angekommen. Top hat Matthew Nelson überholt, der sich auf P11 hier mit Christian Arribas rumschlagen muss. Nach dem kleinen Ausrutscher am Anfang läuft es wieder rund von Wolfram, super. Aber auch hier ein tolles Duell zwischen Christian und Matthew. Da wird der Christian jetzt mit Sicherheit einen Angriff starten. Ausgangs Orouge hier, ganz dicht dran, hinten im Windschatten, und da geht er auch raus. Oh, Vorsicht, dass er nicht hier auf den Grünstreifen kommt. Seite an Seite geht es hier die Camel Straight runter. Da gibt Matthew auch nach Richtung Lecombe. Tolles Überholmanöver von Christian. Nach hinten haben die beiden Jungs über 4 Sekunden Luft. Byron schlägt sich hier immer noch mit Nicolas. Kann sich hier auf P6 halten. Hat David Verdu immer noch im Blick. Und hier vorne auch alles beim Alten. Andy und Thomas kämpfen hier um den Sieg. Tommy lässt nicht locker und wartet hier nur auf den Fehler vom Andy. Nach hinten haben die Jungs genug Luft. Come on, Nicholas, make a mistake. War wieder ein ganz starkes Rennen von unserem Tommy heute. Er holt sich da immer ein Incident ab, schätze ich mal, in der Kurve. I need a minute to catch my breath. Unser Byron hier unter Dauerdruck von Nicolas Acosta. Der drückt von hinten gewaltig und ich denke mal, der wird über kurz oder lang auch vorbeigehen. Man sieht, Byron hält ihn da ein bisschen auf. Ein bisschen mehr als ein Drittel des Rennens haben wir schon geschafft. Und es gibt hier überall noch spannende Kämpfe. Und all unsere Jungs sind hier noch mittendrin dabei. Das ist doch richtig super. Und Nicolas ist jetzt ganz, ganz dicht dran am Byron. Da wird jetzt ein Angriff kommen Richtung Passstopp-Schikane, schätze ich mal. Da fährt er auch schon aus und geht nach außen. Byron versucht da innen noch gegenzuhalten. Aber jetzt ist da Nicolas in einer besseren Position. Seite an Seite geht es hier die Kurve rum. Aber Byron hält er dagegen. Der gibt hier nicht kampflos auf. Und die Jungs lassen sich hier mehr als genug Platz. Man sieht, ein toller Kampf. Jetzt kann sich Byron auch wieder durchsetzen. Und hinter den 2 Jungs auf P8, Mark Cruikshank hier, konnte George Batev ungesehen von uns irgendwo überholen. Da hat der George jetzt gerade zwischenzeitlich ein paar Probleme hier. Aber ich denke mal hier, George Batev ist da nahe genug dran an Mark Cruikshank, dass da ein Angriff kommen wird. Die Jungs befinden sich in Runde 9 von 21. George hat ja am Anfang um die Top 5 Plätze mitgekämpft, ist dann leider nach einem Verbremser in Robert Simpkins reingerauscht und fällt hier im Laufe des Rennens jetzt hier sukzessive zurück. Liegt inzwischen auf dem 9. Platz, versucht sich aber hier P8 wieder zurückzuholen, hat aber nicht die nötige Endgeschwindigkeit auf der Geraden, sodass Mark Cruikshank da vorn bleiben kann. Dafür hat es Nicolas Acosta endlich geschafft und ist an unserem Byron vorbeigegangen. Damit liegt Nicolas Acosta jetzt auf P6 und Byron Long auf P7. Immer noch ein mega starkes Rennen von unserem Byron heute. Und wir haben ja noch nicht mal Halbzeit. Da ist also noch einiges drin, denke ich mal. Die 2 Jungs setzen sich jetzt immer mehr von Mark Cruikshank und George Batev ab dahinter. Und auch hier vorne alles beim Alten. Hey, hey, hey. Tommy jagt Andy um den Kurs. Die 2 Führenden hier vorne fahren ihr eigenes Rennen aus. Ich denke mal, da hätte nur Emilio Fernandez Garrido mithalten können. How we doing? Der wiederum hat, ja, wie ihr alle gesehen habt, in der ersten Runde schon sein Auto in die Mauer gefeuert. Hinter den Jungs, Kurt Klapper fährt hier Rekordrunden. Der erste, der hier 2 6er-Runden fährt, um wieder nach vorn zu kommen. Hat den Rückstand zu Pete Hörner schon fast eingedammt. Und auch Nicolas Acosta dreht jetzt hier richtig auf und versucht jetzt hier noch in die Top 5 zu kommen. Wird jetzt hier David Verdu unter Druck setzen. Byron muss da abreißen lassen. Während die Jungs hier kämpfen, hat vorne inzwischen Tommy die Führung übernommen. Haben wir leider nicht in der Kamera im Bild gehabt.
David war letzte Runde 2 Sekunden langsamer unterwegs als Nicolas. Ich denke mal, da wird Nicolas über kurz oder lang auch am David vorbeigehen. Mal sehen, wie lange er sich hier noch vorn halten kann. Nach vorn zu P4 sind es schon über 4 Sekunden Lücke. Und hier sehen wir es auch mal jetzt in der Kamera. Tommy vorbeigegangen an Andy Ucil, hat somit die Führung übernommen. Ein super Rennen von den 2 Jungs hier. 4,5 Sekunden Vorsprung auf Pete Hörner, der auf P3 liegt. Und kaum sind wir mit der Kamera hier nach vorn gegangen, hat es weiter hinten einen Zwischenfall gegeben. Den müssen wir uns gleich mal direkt anschauen. Wir schalten hin. David Verdun ist Dem fehlt ja schon ein Stück vom Flügel vorne. Dem? Nee. Oh ja, ach du Scheiß. Au Mann. That's great, because it means he's got front wing damage. Okay, aber trotzdem, dass er dann da übersteuert. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass er runtersteuert, wenn der vorne keinen Flügel hat. Zum Glück nicht schwer eingeschlagen, kann weiterfahren. Und hier haben wir auch mal wieder gerade Wolfram im Bild gehabt. Direkter Verfolger jetzt von David Verdun, der auf P9 zurückgefallen ist. Vor ihm George Bartev und auf P7 Mark Cruikshank. Bayern dadurch wieder auf den 6. Platz nach vorgerückt. Allerdings vor ihm Nicolas Acosta legt hier eine Rekordrunde nach der anderen hin und haut langsam ab. Wolfram heute inzwischen ein mehr als solides Rennen. Auf dem 10. Platz hinter ihm Christian Arribas. Wolfram nur am Anfang den kleinen Wackler gehabt. Ansonsten hat er sich heute bisher schadlos gehalten und sammelt jetzt hier auch im Laufe des Rennens die ganzen Opfer vor ihm ein. Nach vorn zu David Verdun sind noch 2 Sekunden Abstand, allerdings nach weiter vorn dann schon in größerer Lücke von fast 6 Sekunden. Hier haben wir mal P3 und P4 im Bild. Keith Hörner und Kurt Klapper. Kurt hat den Abstand nach vorn so langsam zugefahren. Es sind noch 2,5 Sekunden. Ich schätze mal, er hat den Podiumsplatz noch nicht aufgegeben. 12,5 Sekunden dahinter. Hier der Kampf um P5. Nicolas Acosta, Byron Long und Mark Cruikshank. George Bartev musste da abreißen lassen. Wir haben jetzt Halbzeit überschritten und Byron kämpft hier immer noch um die Top 5. Ein ganz, ganz starkes Rennen heute von unserem Buddy aus England. Nur die Top 4 sind für den Rest des Feldes heute außer Reichweite. George Bartev ist da immer noch im Geschäft, musste aber ein bisschen abreißen lassen und hat nach vorn schon 3 Sekunden Abstand. Und auch hier ein Stück weiter hinten rund um Wolfram vergrößern sich die Abstände jetzt etwas. Byron gerät jetzt hier unter Druck von Mark Cruikshank. Die Jungs gehen jetzt in die 12. von 21 Runden. In a slipstream now. Und Byron ahnt es schon. Mark ist da jetzt im Windschatten und ich schätze mal, da wird auch jetzt auf der Camel Straight ein Angriff kommen. Come on, I need speed! Byron hat ja ein relativ gutes Setup aufs Auto geschnallt. Mal schauen. Die meisten der Community-Fahrer hier fahren oft dasselbe Setup. Und wir sehen es hier, Mark kann sich da auch nicht entscheidend ansaugen. Hier vorne Tommy kann sich weiterhin vom Andy behaupten. Und während die 2 Jungs hier den Sieg unter sich ausmachen, hat es im hinteren Feld einen Zwischenfall gegeben. Den reichen wir jetzt nach. Wir schalten direkt hin. So, wen haben wir da? Als nächstes hier Simon Raynor. Und ich schätze mal wieder, ja. Also das kommt wirklich häufig vor, ne? Dass die Jungs da zu heftig aufs Gas stempeln, ne? Oh ja, komm, die Reifen sind heiß, da geht nichts mehr. Das ist so. Das ist so, als würdest du da Spülmittel auf die Reifen drauf tun. Ja. Merkst du so krass, finde ich, bei dem Auto, wenn du so eine Kurve irgendwie aus so ein bisschen geslidet bist, ne? Die nächste Kurve, da musst du so aufpassen. Ja. Ja. Allgemein denke ich mal, wird das Thema Reifen heute hier noch bestimmend werden, schätze ich. Mark wartet hier auch nur auf seine Chance. Ich denke mal, Anfahrt Richtung Baststopp-Schikane würde dann einen Angriff starten. Allerdings haben die 2 Jungs auch genügend Vorsprung nach hinten zu George Bartev. Nicolas Acosta auf P5 kann sich da schon immer mehr aus dem Staub machen. Jetzt schon fast 3 Sekunden Vorsprung vor den 2 Jungs hier. Blanchiment und Mark Cruikshank bringt sich jetzt hier in Stellung. Jetzt kommt der Angriff. Er sticht da innen rein. Oh, Byron geht da aber auch weit. Lässt genug Platz und Mark ist hier vorbeigegangen. Ein Top-Überholmanöver. Ganz stark gemacht. Damit Byron jetzt auf P7 zurückgefallen. Hier vorne alles beim Alten. Tommy hat jetzt schon einen kleinen Sicherheitsabstand vor Andy Ucil. Ich schätze mal, der wird ja auch hier auf der Geraden keine Möglichkeit zum Angriff haben. Wir sehen es hier auch. Oh, wenn der Tommy das ins Ziel bringen würde, das wäre ein weiterer Meilenstein auf dem Weg Richtung Titel. Müssen wir mal nach dem Rennen schauen, was unser Hauptkonkurrent Timothy Vandenberge im ersten Split heute schon angestellt hat.
Ich schätze mal, auch Andy Huchel wäre hier einer der Kandidaten im Kampf um die Krone gewesen. Allerdings ist er ziemlich spät erst in die Saison eingestiegen, hat aber hier schon so einige Podest- und Topplätze geholt. Bayern findet hier keinen Weg vorbei an Mark Cruikshank, muss sich wieder hinter Mark einsortieren. Ein toller Zweikampf hier, die Position 6 und 7. George Bartev auf P8 hat nach vorne und hinten reichlich Luft. Und Wolfram musste sich jetzt hier erstmal hinter Christian Arribas anstellen. Damit Christian Arribas jetzt der Letzte in den Top 10. Hinter den zwei Jungs, Johan Pennas und Matthew Nelson, die Plätze 12 und 13, sind da auch noch in Sichtweite. Wir sehen es da hinten. Juan auch schon so den einen oder anderen Zwischenfall heute gehabt. Beide haben wir heute hier das erste Mal in der Serie dabei. Zumindest das erste Mal, seit wir die Serie hier übertragen. Robert auf P15, noch hinter Kenan Blades. Ein trauriges Rennen heute hier, und auf P16 Andreas Mikkelsen, P17 dann Tim Wilkinson und auf P18 Simon Rayner, der Letzte, der noch unterwegs ist. Und Tommy wird jetzt hier als Führender die 14. Runde gleich eröffnen. Direkt hinter ihm Andy Huchel. Die Turner ist da 4,5 Sekunden weg von dem Duo. Andy gibt hier alles, aber im Moment scheint kein Kraut gegen Tommy gewachsen zu sein. Hat hier eine super Pace drauf und kann sich vorn behaupten. Bayern fällt jetzt langsam zurück. Schon fast eine Sekunde Abstand zum Mark, der sich so ein bisschen absetzen kann. Und auch Wolfram muss jetzt nach vorne so langsam abreißen lassen. Der Abstand zum Christian beträgt auch ungefähr eine Sekunde. Aber wir haben ja immer noch einiges an Weg zu gehen. Da kann auch noch so manches passieren. Drücken wir unseren Jungs mal ganz fest die Daumen. Und Andy hat jetzt den leichten Rückstand wieder zugefahren und setzt hier Tommy gehörig unter Druck. Ich denke mal, Tommy hat da auch die letzten Runden ein bisschen seine Reifen überbeansprucht. Ein ganz, ganz enger Kampf um den Sieg. Oh, jetzt hat der Tommy hier die Kurve ein bisschen schlechter bekommen wie Andy. Und der setzt hier sofort an Seite und wird sich hier auch durchsetzen Richtung Puhar. Da hat Tommy auch vorerst mal nachgegeben. Andys Pace scheint ein ganzes Stück höher zu sein. Im hinteren Feld gab es mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Wir schalten hin. Kenan Blades hier. Ein bisschen zu ambitioniert in die Bassshop rein und dann verliert das Auto. Kenan Blades, Oh, Scheißstelle. Aber schön gewartet. Robert vorbeigekommen. Nichts passiert und weiter geht's. Und Kurt hat jetzt hier den Abstand zum Kiez so langsam eingedampft. Reifen machen sich bemerkbar hier bei mir. Okay. Meinen ersten Platz wieder abgeben müssen erstmal. Das ist aber nicht schlimm. Wie ich vermutet habe, Tommy hat seine Reifen ein bisschen überbeansprucht. Ich habe noch ein paar Runden Zeit. 12 Minuten noch. Wir befinden uns in Runde 15 von 21, also ist da immer noch genug Zeit. Du kommst in der Regel besser aus dem Kurven raus als der, aber der ist auf dem Rennen. Ja, unser Thorsten ist da im Hintergrund auch noch mit dabei und beobachtet das Rennen. Er unterstützt Tommy heute hier bei diesem für seine Meisterschaft doch enorm wichtigen Rennen und hält sich da aber schön im Hintergrund, um Tommy zu unterstützen. Mit Blick auf die Meisterschaft möchte ich eigentlich gar nicht so viel in Zweikämpfe gehen hier, sondern einfach nur meine Rundenzeiten machen. Da hat Tommy auch vollkommen recht. P2 ist top. Tatsächlich im Windschatten fahre ich da schnellere Rundenzeiten, ne? Kurt Klapper hat es inzwischen geschafft, den Abstand zum Kiez zuzufahren. Und ich denke mal, in der nächsten Runde wird er dann auch im Windschatten dran sein. Das werden ein paar schöne Duelle auf der Camel Street geben. Und Piet muss sich da warm anziehen, denke ich mal. Hier im vorderen Mittelfeld, Mark Cruikshank und Byron Long, da hat sich nicht viel getan. Der Abstand, der bleibt immer so bei 1,5 Sekunden. George Bartev dahinter auf P8, inzwischen schon über 7 Sekunden weg von den Jungs. He's a little bit quicker to Stavro. Wir befinden uns jetzt im letzten Drittel des Rennens und Byron liegt hier immer noch auf P7. Ein ganz, ganz starkes Rennen heute. Und hier weiter hinten David Verdu mit beschädigtem Auto schließt langsam auf George Bartev auf. Und auch Wolfram hat seinen Abstand zum Christian wieder zugefahren.
Da wird es jetzt mit Sicherheit in der nächsten Zeit einen Angriff geben, denn auch von hinten, Juan Pennas hat er jetzt aufgeholt. Oh, der Fahrfehler Christian Arribas, das wird der Wolfram hier eiskalt ausnutzen. Geht er auch innen durch. Und Juan Pennas nutzt die Schwäche von Christian aus und geht gleich mit durch. Damit unser Wolfram wieder in den Top 10 angekommen. Allerdings hat er jetzt 2 Gegner hinter sich. Das wird jetzt sicherlich auf der Camel Straight ein schwieriges Unterfangen ohne Windschatten. Schauen wir mal, was Wolfram heute vom Setup drauf geschnallt hat. David Verdy vorne auf P9 ist noch in Sichtweite. Und Christian fällt jetzt hier merklich ab, während Juan jetzt seinen Angriff vorbereitet. Wird jetzt auch, denke ich mal, am Wolfram vorbeigehen. Da wird Wolfram sich kaum wehren können. Glad to see Wolfram still going. Top 10 also. Wir sehen es hier auch, außen vorbei. Wolfram stellt sich da nochmal hinten an. Aber auch ganz stark gemacht von Juan Pennas. Damit Wolfram wieder aus den Top 10 rausgefallen. Und Christian ist da wieder hinten dicht dran. Hier vorne Tommy muss jetzt so langsam abreißen lassen. Der Abstand nach vorne beträgt schon 1,5 Sekunden. Und auch Keith muss sich jetzt hier mit einem kurzen Klapper rumschlagen. Die Jungs sind ungefähr 5 Sekunden weg von der Spitze und kämpfen um den letzten Podestplatz. No. Und wir haben es gerade gehört, Byron hatte da einen kleinen Ausritt, nichts weiter passiert. Weiter geht's, konnte seinen Platz halten. Mark Kulczek hier auf P6, vor ihm Nicolas Acosta und hier auf P7 immer noch Byron Long. Aber der Vorsprung zu George Batev ist auf unter 2 Sekunden geschmolzen. Wir haben George hier mal im Bild und von hinten kommt auch David Verdy noch an. Ich schätze mal, da werden sich bei Byron so langsam die Reifen bemerkbar machen. Jetzt zusammenreißen und konzentrieren. Es ist noch ein Stück Weg zu gehen. Still good. So langsam schiebt sich hier das Mittelfeld wieder ein bisschen zusammen. Wir haben ja auch Juan und Wolfram, die sich jetzt vom Christian wieder ein Stück lösen können. Dreht aber auf da vorne jetzt, mal lieber Scholli. Come on, hold together. Ist nicht dran. Oh, und hier im Kampf um P3 gibt es jetzt die ersten Angriffe. Kurt zeigt sich da schon mal. Keith konnte allerdings den Angriff souverän abwehren und wir hatten im hinteren Feld mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns doch direkt mal anschauen. Wir schalten sofort hin. Simon Reynor, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja, wieder dasselbe, ne? Also selbe Stelle, ne? Also, Reynor, jede Runde hier. Irgendwann muss man das doch lernen, oder? Und täglich grüßt das Murmeltier. So. Oh, Hier in Buhan sehen wir auch schön die Reifenspuren. Hier hat es so einige wilde Kämpfe gegeben. Keith kann sich hier gut vor Kurt behaupten. Der allerdings lässt hier nicht locker. Wir haben noch ungefähr 3,5 Runden zu gehen. Byron konnte sich jetzt wieder ein kleines bisschen freifahren und da der nächste Abflug. Oh nein. Byron verliert da sein Fahrzeug und schlägt mit dem Heck ein. Zwar nur ein leichter Einschlag, trotzdem eine Menge Plätze verloren. Oh, da kommt auch der nächste angeflogen. Juan Pennas war da wahrscheinlich erschrocken und hat sein Auto verloren. Byron fällt da weit zurück. Hinter Christian Arribas auf P11. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Maybe I should have left it a little bit longer. Das schöne Ergebnis in einer Kurve kaputt. Echt schade, aber das ist echt traurig. Byron wieder. Oh nein. Oh ja. Oh, das war ein Einschlag. I'm probably going to be a bit embarrassed here. Oh. I think I did something I always complain about doing. Yep. There we are. Okay, Juan Pennas. Oh, ich glaube, du hast ihn ganz schön erschrocken. I think he was frightened. I need to get back in the top 10. Damit Byron aus den Top 10 rausgefallen, aber Wolfram wieder in den Top 10 drin. Und hier gibt es einen Zweikampf. Juan Pennas kämpft hier gegen Matthew Nelson. Muss sich da geschlagen geben. Oh, und Juan hat da auch schwere Beschädigung am Fahrzeug. Man sieht auch den krummen Heckflügel. Hat hier schwer mit dem Fahrzeug zu kämpfen, um das auf der Strecke zu halten. Ich schätze mal, da wird ein Boxenstopp fällig sein. Schade für Juan, hatte bis hierher eigentlich ein mehr als solides Rennen, bis es ein paar kleine Zwischenfälle. Jetzt entscheidet er sich doch hier weiterzufahren, aber ich denke mal, das wird nicht der letzte Zwischenfall für Juan gewesen sein. Das Auto ist rum. Von hinten kommt ja auch hier Kenan Blades auf P14 und Robert Simpkins auf P15, der heute irgendwo da hinten im Nirgendwo rumfährt. P16 Andreas Mikkelsen und P17 Tim Wilkinson. Dahinter auf P18 Simon Reynor hatte den nächsten Zwischenfall, den wir uns gleich mal anschauen. Oh, und jetzt fährt hier Juan Pennas doch an die Box. Ich habe das da ein bisschen verwechselt. Die Boxeneinfahrt ist diesmal hier hinter der Kurve. Dafür läuft es für unseren Wolfram wieder richtig gut. Liegt hier auf einem soliden 9. Platz. Hinter ihm Christian Arribas. Und Byron kommt da von hinten wieder näher.
Und ich bin mir sicher, beide haben heute auch richtig viel Spaß. Sind beide in keinerlei Unfälle verwickelt worden, in denen sie nicht schuld waren. Die Ausritte sowohl von Wolfram als auch von Byron waren selbst verschuldet. Und Byron hat jetzt hier ungefähr noch 2,5 Runden Zeit, um das Ergebnis zu korrigieren. Und da ist er auch schon durch. Christian hat da einen Fahrfehler gemacht und Byron konnte durchschlüpfen und befindet sich somit wieder auf einem Top-10-Platz. Alle unsere Jungs heute ein tolles Rennen, bis auf die 2, 3 kleinen Ausrutscher von Wolfram und von Byron. Don't know why you're apologizing, Frisky, and you didn't do anything, bud. Natürlich wird vorne im Kampf um den Sieg das eine oder andere härtere Mittel ausgepackt, aber trotzdem läuft hier alles noch fair und sauber ab und ist im Rahmen. Das ist ja das Tolle hier an der Community. See, I know there's a yellow flag. There he is. He was rejoining. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Unfall von Simon Renault von vorhin an. Simon Renault zerlegt ja ausgangs Eau Rouge sein Fahrzeug endgültig, Kernschrott, Feierabend. Simon hat ja heute so seine Probleme mit dem Lotus. Da ist nichts mehr übrig, da heißt es noch ein bisschen üben gehen. Wolfram und Byron haben jetzt hier ihren Rückstand zum David Verdu zugefahren. Da ist vielleicht sogar noch ein 8. Platz drin für den Wolfgang oder von Byron. Auch Christian Arribas hat sich da hinten wieder rangeschoben. Und am Horizont ist auch noch Matthew Nelson im gelben Lotus zu sehen. Da hatte David in der letzten Runde einen Zwischenfall, den wir nicht im Bild hatten. Den werden wir jetzt gleich mal nachreichen. Die Jungs gehen jetzt hier in die vorletzte Runde und überall gibt es noch Kämpfe. Super, ein starkes Rennen heute. Schade, dass wir am Anfang schon so viele Ausfälle zu verzeichnen hatten. Die Ardennen-Achterbahn hier hat mal wieder so einiges an Heavy Metal produziert. Und Byron hat jetzt hier richtig Anlauf genommen in der Eau Rouge, nimmt jetzt hier den Schwung mit, geht aus dem Windschatten raus nach innen und wird jetzt hier am Wolfram auch vorbeigehen. Ganz stark gemacht von Byron, aber Wolfram hat da auch fair mitgespielt. Okay, wen haben wir hier? David Verdu. Der dreht sich hier auch irgendwie in Zeitlupe. Was ist das hier für eine Kurve? Wo sind wir hier? Das Auto, das ist ja auch aus der Balance, wenn der ein Stück von deinem Frontflügel fällt. Ja. Hier vorne, Andi, unser Leader, konnte jetzt einen soliden Vorsprung zum Tommy rausfahren. Es sind über 3,5 Sekunden. Aber auch Tommy liegt hier auf einem soliden 2. Platz. Und die Punkte, die werden uns ganz dick helfen in der Meisterschaft. Auch Keith Turner konnte sich hier vor Kurt Klapper behaupten bisher. Die Jungs werden jetzt gleich in die letzte Runde gehen. Und ich bin mir sicher, da wird vom Kurt auch noch ein Angriff kommen, denke ich mal. Und Andy, unser Leader, eröffnet jetzt hier die letzte Runde. 3,5 Sekunden Vorsprung vor unserem Tommy. Ein ganz starkes Rennen von beiden hier vorn. Aber auch vom Pete und Kurt dahinter, die inzwischen schon fast 10 Sekunden Abstand zum Führungsduo haben. Oh, I was chasing David when I was in 7. Byron auf P9, auch top. Eine Runde muss er noch. Come on, Wolfram, stick with us. Das wird sicher dann nach dem Rennen eine lustige Crash-Analyse geben. Gemeinsam mit Byron und Wolfram. Die komplette ausführliche Crash-Analyse wie immer bei Tommy auf seinem Twitch. Oh, ein kleiner Fahrfehler an Part Busstop. Hier Byron hat zu campen, aber Wolfram ist zu weit weg. Das wird sicher eine sehr spannende und interessante letzte Runde, zumal da Christian Arribas hinten auch noch lauert. Pete konnte sich hier in der letzten Runde auf der Camel Straight vor Kurt halten, der allerdings hier gewaltig drückt. Ein paar Kurven hat er noch. Wir befinden uns in der letzten Runde. Come on, Wolfram, come with us. Würde mich allerdings auch für Keith Turner freuen, der diese Saison schon so einiges an Pech hatte und viele gute Rennen im letzten Drittel weggeworfen hat oder unverschuldet aus dem Rennen gerissen wurde. Heute ein Top-Rennen ohne gröbere Fehler. Befindet sich hier auf Podiumskurs. Mal sehen, ob er das bis ins Ziel halten kann. Weit hat er es nicht mehr. Und hier im Mittelfeld hat Byron jetzt den Abstand zu David Verdu zugefahren und setzt den gehörig unter Druck. Mal schauen. Wolfram lauert da auch direkt hinter dem Duo und wartet nur auf den Fehler der beiden. Während Andy Juche hier seinem wohlverdienten Sieg entgegenfährt. Inzwischen fast 4 Sekunden Vorsprung auf den Tommy. Und wir sehen es da. Oh nein. Byron Long. Oh. Das war die letzte Runde, ja. Oh nein, wirklich? Runde 21. Runde. Oh. Da kommt Wolfram vorbei. Da bist du auf Platz 9 und dann... At least Wolfram's still in the top 10. I was waving when you came past. I don't know if you saw us. I was waving.
Und wir haben es gerade im Augenwinkel gesehen, da hatte auch David Verdu noch einen Ausritt. Aber hier erst einmal der Zieleinlauf unseres Siegers. Einen ganz herzlichen Glückwunsch an die Uchill. Congratulations, Andy. You won. That was a nice race. I think I overcooked my tires a couple of laps ago. Top, wunderbar. Oh, ja. Byron hat es in der letzten Runde weggeworfen. Was sagst du? Byron hat es in der letzten Runde weggeschmissen. Oh, no. Hey, thanks for the sub, Ja. Ms. Adventure. Wolfram, You are subscriber number 2. der liegt auf 8, glaube ich. David Verdu noch einmal, verliert hier das Auto noch einmal, hat aber Glück, dass da eine riesen Auslaufzone ist und weiter geht's, nur Position verloren. Das Auto ist jetzt auch völlig außer Balance. Da hatte ich ein paar Runden zu kämpfen da. Oh, und ich sehe gerade auch Robert Simpkins hatte da noch einen Zwischenfall auf den letzten paar Metern. Wolfram kommt jetzt hier über die Ziellinie vor Christian Arribas. Und der Bayern ist ein Top-Ergebnis für Wolfram. P8 vor Christian Arribas. Bayern ist noch zurückgefallen auf P11. Schade. Schade, da wäre für Bayern heute mehr drin gewesen. Trotzdem angekommen. Schon mal top. That was looking good as well. So, oh, Robert Simpkins hier noch. Oh, der arme Kerl. So, was ist Oh, jetzt? not Robert again. Ja, ey. Oh, poor Robert. Aber der hat mal wieder ein totally messed race. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier die Right, Kurve. Andy, Thomas and Keith, well done, fellas. Thank you, Byron. Just heard that you, yeah, had an incident last lap, oh dear. Almost had the top 10. Das war ein wildes Rennen. Ist hinter dir einiges passiert. Ja. Was a better result than earlier. Ja, ich bin mal gespannt, was der Vandenberge da zustande gekriegt Wish I hat. didn't overheat my tires. Ja. Aber der Andy, na, hat die Schniederruck einfach. Yeah, cheers, Ja, Tom. das stimmt wohl, ja. Also er hat, also von der Pace fand ich eigentlich, waren wir gleich. Ihr wart gleich, ja. Und er hat gleich am Anfang hat er mir vorher gezeigt, dass er hinter gibt. Ja, das fand ich, also die Moves, die er gemacht hat, die waren zum Teil echt, Ja, um dich einzuschüchtern. Damit du gar nicht auf die Idee kommst. Aber du hast dich ja nicht einschüchtern lassen. ja, tatsächlich habe ich auch im Hinterkopf behalten, so, okay, das ist, ich muss jetzt hier nicht unbedingt auf P1 fahren und dann quasi hier mit dem da Ja, rein. keiner kommt hinter dir. Mach mal vor Donuts hier, Martine. Byron, Patrick told us that we have to do some donuts here. Oh, ja, hat er wahrscheinlich nicht Ach, gehört. ja. Nee, da gibt's einen Song rein. That's quite funny. Did make Robert that forget about the Red Bull ring when you put the good one. I do believe we made gains. Dobby, herzlichen Glückwunsch. Zweite, eben im Rennen auch Zweiter. Just in Ja, case you joined a bit later on. Das ist ja nicht so, dass du ewig deinem Sieg hinterher rennst. I think we're so close that we are both occupying the same part of the track at the same time. Oh, toll. Box in 5. Ah, der kommt für der Erste. So unlucky at the end. Oh dear. Byron just asked for some donuts, but you didn't realize, I think. Oh no, I didn't hear. I just thought you were going off to talk to some marshal or something. Ah, ja. Byron, last lap. Oh, Oh no. No. I saw this. Ja, I just Wolf. overheated my tires. I was pushing too hard. Me too. It yes. was a very, very good race from you. I saw you fighting. It was very cool. I'm so unhappy about this mistake in the last lap. Yeah, but it happens. You know. A nice fight with Mark and with Wolfram. Yeah, look, I tell you what, when me and Wolfram were going through Lake Om and Malmedy,
I don't know if you were in the stream at that point or not, but I was going, yes, well placed, Wolfram, that's up driving. We made it through. Okay, guys, sorry, I say goodbye to our viewers. Auf Wiedersehen, unsere Zuschauer, war toll. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Patrick. Es war wirklich toll, super Tommy. Great from Byron. Goodbye, everything. Auf Wiedersehen, alle. Everybody. Everybody, genau. Goodbye, everybody. Ciao. So. So, liebe Zuschauer, da sind wir da auch schon wieder am Ende. Das war doch mal ein wildes Rennen mit einem mehr als soliden Podestplatz für unseren Tommy. Das heißt, wir sind wieder auf Kurs Richtung Meistertitel und ich freue mich schon ganz sehr auf die restlichen Rennen der Saison. Ich hoffe, ihr auch und ich denke mal, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu. Macht's gut, ciao!
stand so close that we're both occupying the same part of the track. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.